Hallo, hier bin ich wieder. Ich komme gerade von der Mittagspause und ich mag dir gern eine Übung zeigen, die sich wunderbar eignet nach einer Mittagspause, wenn sich viel von deiner Energie, wie jetzt von meiner Energie, von der Hautoberfläche zurückgezogen hat in den Bauch und du dich noch ein bisschen schläfrig fühlst, aber eigentlich den Wunsch hast, wieder voll tatkräftig zu werden. Ähm, Die Übung aus Julies Schatzkiste heißt Tätscheln. Tätscheln kennen wir seitdem wir Babys sind, vielleicht schon aus dem Mutterleib, wenn wir eine ganz freundliche Mutter hatten. Nämlich Tätscheln ist was ganz Schönes und was ganz, ganz Tröstliches. Und Tätscheln lädt uns ein, mit unserer Lebensenergie, mit unserer Energie wieder an die Hautgrenze zu kommen, uns in uns auszudehnen bis an die Grenze. Und das lässt uns gut fühlen, das schafft Wohlbefinden, aber das schafft auch Sicherheit, dass wir außen gute Grenzen haben. Also ich fange einfach mal an mit dem Tätscheln und nehme den ersten Arm, in dem Fall ist mein rechter, und tue mit der linken Hand auf eine freundliche Art und Weise den Arm tätscheln, als würde ich mich begrüßen und Hallo Jens sagen. Und das Tätscheln, das kann ganz sanft sein, das kann aber auch kräftiger sein, je nachdem, wie du das gerade magst. Und das kann von Tag zu Tag auch ganz unterschiedlich sein. Also mit dieser freundlichen Haltung, dass du Hallo zu dir sagst, Freundlichkeit, da sind wir wieder, dieser liebevollen Freundlichkeit dir selbst gegenüber, tätschelst du dich und sagst dir Hallo. Vergiss nicht, deine Schulter auch zu tätscheln und zu klopfen. Das passiert im Alltag viel zu selten. Und wenn du merkst, dass der Arm satt ist und genug hat, dann wechsel auf den anderen Arm und tätschel auch den. Und sag dir wieder auf diese ganz freundliche Art und Weise, Hallo Jens, schön, dass du da bist. Und du sagst es auf deine Weise, je nachdem, wie du heißt und wer du bist. Schultern nicht vergessen. Immer in der freundlichen Haltung dir selbst gegenüber. Dich abklopfen. Bauch abklopfen. Wahrscheinlich magst du ein bisschen sanfter. Brustbereich. Hier, wo ich gerade bin, da ist die Thymusdrüse unten drunter. Das ist eine Drüse, die, wenn wir Kinder sind, besonders aktiv ist und die für viel Lebendigkeit sorgt und die so langsam inaktiver wird, wenn wir Erwachsene sind. Aber wenn wir fleißig klopfen, dann wacht die wieder auf. So tätschelst du den ganzen Körper ab. Nach hinten über den Po, nach unten, deine Beine. Stets und immer in der Haltung, die ganz freundlich ist und begrüßend und die deine Lebensenergie einlädt, sich auszudehnen bis an deine Hautgrenze. Dass du das Gefühl hast, dass du wieder ganz da bist. Mit den Fingerspitzen kannst du dann deinen Kopf tätscheln, als würden Regentropfen auf dich fallen. Und je feiner deine Körperstrukturen sind, desto vorsichtiger sei bitte, dass du dir nicht wehtust und auch die Körperzonen, die du begrüßt und tätschelst, nicht erschreckst. Lass nichts aus und sag immer freundlich Hallo zu dir selbst. Am Ende kannst du dich ein bisschen abstreichen. Und wenn du das Glück hast, dass du eine zweite Person im Raum hast und mit einer Freundin, einem Freund diese Übung zusammen übst, dann könnt ihr euch noch zusammentun und könnt euch gegenseitig eine nach der anderen den Rücken noch freundlich abtätscheln, weil der mag das auch sehr. Und wenn diese Übung rum ist und du in dich reinspürst, dann kannst du merken, dass du wieder viel mehr da bist, auf eine freundliche Art und Weise,
als das vorher war. So leicht kann Wohlbefinden sein. Dankeschön. Und was nach der Mittagspause zum Tätscheln als Folgeübung noch total gut passt, ist eine Übung, die aus dem Formenkreis des Qigongs kommt. Und die Julie hat diese Übung total gemocht und die hat die auch immer in Gruppen, die wir mit ihr zusammen gemacht haben, angeleitet. Die heißt Arme schwingen. Du tust einfach die Arme vor und zurück schwingen. Die ebenso freundliche Art und Weise, wie du das schon gewöhnt bist. Auch hier gibt es eine Extended Version, da gehst du in die Knie. Es ähnelt die Bewegung ein klein bisschen, als würden wir langlaufen. Und auch diese Übung bringt deine Energien an die Außengrenzen, intensiviert ganz sicher deinen Atem. Und sie hilft sehr, dass wir uns nicht so schüchtern fühlen. Was sowieso nicht passiert, wenn wir mit unserer Energie überall im Körper sind, bis an die Außengrenzen. Du magst, kannst du mit den Fingerspitzen, die lässt du einfach auf die Stelle hinter den Schultern fallen und da aktivierst du automatisch die Meridiane, die daran entlang laufen, die auch noch zu deinem Wohlbefinden beitragen. Und wenn du genug hast, dann lässt du einfach die Arme auspendeln. Jetzt hast du einen ganz und gar präsenten und wachen Jens vor dir. Und das fühlt sich für mich gerade ziemlich gut an. Wenn du solche aktivierenden Übungen machst, aber auch wenn du alle anderen Übungen machst, ich mag dich einfach nochmal daran erinnern, dass es wichtig ist, dass du nicht in die Anstrengung gehst. Und wenn die sehr aktivierend sind, die Übung, verwechsel das auch nicht mit dem Fitnessclub, mit dem Gym. Also viel hilft nicht viel. Es geht wirklich darum, Wohlbefinden zu erzeugen und dass es spielerisch ist und dass es Freude macht. Ja, und ich weiß, manchmal macht es auch Freude, voll in die Anstrengung reinzugehen und ganz viel zu pumpen. Mach das bitte beim Sabchen nicht. Okay, Dankeschön.